Okay. Kann's losgehen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von 55 Parts. Mal wieder ein Update zum Mobus Auto. Wir kommen mit guten Schritten voran, würde ich sagen. Wir wollten euch einfach mal ein Update geben. Wie gesagt, wir haben ja im Prinzip in den letzten Videos alles euch erklärt, was wir bei dem Auto verbauen, warum wir es verbauen, was so die Unterschiede zwischen den ganzen Lagern sind, beziehungsweise generell den Komponenten. Also das heißt, wenn ihr die letzten Videos noch nicht kennt, dann schaut euch die mal an auf unserem Channel, da ist auf jeden Fall viel Information drin. Und das, was ihr dort eben gesehen habt, das wird jetzt so langsam, aber sicher hier eingebaut und wir nähern uns dem Ende oder der Fertigstellung des Projektes. Ja, ich glaube, was ihr bei Movo gesehen habt, sind, dass hier Scheinwerfer reingekommen sind im Facelift-Style, ein bisschen abgedunkelt. Ich kann mal kurz die Klappe ein bisschen runter machen, nur um das mal zu zeigen. Finde ich eigentlich ganz cool von der Firma Lion Tuning. Dann, was wir jetzt gemacht haben, was jetzt noch nicht perfekt aussieht, ist, dass wir eine Seite von den Carbon-Einlegern eingeklebt haben. Wir haben jetzt bewusst erstmal eine Seite eingeklebt, zum einen, weil uns immer noch Kleber fehlt, weil der Kleber hat nur für eine Seite gereicht, und zum anderen wollen wir uns das erstmal alles anschauen, wie das vernünftig aussieht, wie das funktioniert und so weiter. Ja, ansonsten haben wir die Batterie rausgebaut. Da gibt es eine Batterie von der Firma Lightblocks. Wir haben eben gerade die Domstrebe eingebaut von der Firma Bunnig Engineering. Wir haben eine Domstrebe für die Hinterachse und eine Domstrebe auch für die Vorderachse. Können wir euch mal einblenden, haben wir glaube ich auch eben gefilmt, oder? Ja. Ja, ansonsten gehen wir mal hier weiter rum, mal gucken, was hier so passiert ist. Da gehen wir gleich drauf ein, weil auch die Hinterachse ist mittlerweile endlich drin. Da gab es noch ein paar Baustellen, können wir gleich noch was zu sagen, gucken wir uns gleich mal zusammen an. Vorderachse ist auch alles eingebaut, im Prinzip so fahrbereit, was die Vorderachse angeht. Wo wir noch nicht wirklich weitergekommen sind, ist beim Thema Motor. Hier sieht es noch relativ wild aus. Wir hatten hier so ein paar Schwierigkeiten. Wir konnten zum Beispiel das Schwungrad nicht abstecken, um die Steuerzeiten vernünftig einzustellen. Da müssen wir jetzt einen kleinen Trick anwenden, sagen wir mal so. Ansonsten haben wir auch hier noch auf Teile gewartet, deswegen ist es hier noch so offen. Ja, hier seht ihr, dass wir schon mal angefangen haben, den ersten Schlauch anzuschließen. Thermostat Delete Plate, unser Ölfiltergehäuse, bin ich glaube ich schon drauf eingegangen im letzten Video. Und hier wird dann der Ölkühler angeschlossen. Ausgleichsbehälter müssen noch befestigt werden, die liegen hier noch rum. Hier haben wir noch ein offenes Kabel, das wird aber auch noch nicht angeschlossen werden. Und zwar haben wir hier einen Öldrucksensor verbaut mit dem Öldruckverteiler. Könnt ihr auch bei uns kaufen bald im Shop. Dann kann man nämlich den Öldruck mit in das Datendisplay einbinden. So, jetzt würde ich sagen, fahren wir mal ein bisschen hoch und gucken nochmal von unten drauf, wie es da so aussieht. Ansonsten im Innenraum, ich weiß gar nicht, ob wir das schon gezeigt hatten, ich glaube aber schon, sind Pole Position reingekommen. Ja, Alcantara-Leisten sind reingekommen und sonst würde ich sagen, wie gesagt, fahren wir mal hoch. So, ja, wie man sieht, ist die Hinterachse mittlerweile eingebaut. Die schön überholte. Wir haben alle Lenker sandgestrahlt und pulverbeschichtet. Ich sage es immer falsch rum, deswegen muss ich da ein bisschen länger überlegen. Hier seht ihr noch unser Diff-Lockdown. Ich glaube, da sind wir auch noch nicht drauf eingegangen, weil original ist das Diff nur an der Stelle aufgehangen. Hier haben wir jetzt PU-Lager. Und bei uns im Shop könnt ihr eben das Diff-Lockdown kaufen. Das gibt es schon relativ lange. Was wir aber machen, für Straßenfahrzeuge recht empfehlenswert, ist noch ein Dämpfer dazwischen, der eben die Bewegungen eurer Achse sozusagen etwas auffängt. Ja, warum das Ganze sich auch noch ein bisschen verzögert hat, liegt an den Bremsleitungen. Und zwar waren die Bremsleitungen, ich glaube, das haben wir im letzten Video gesagt, nicht nur vorne komplett defekt und kaputt und korrodiert, sondern eben auch hinten. Und ja, leider ist es so, dass dann die komplette Bremsleitung von hier bis nach vorne erneuert werden musste. Witzigerweise, vielleicht könnt ihr das mal in die Kommentare schreiben,
ist es so, dass eine von den Leitungen vorgebogen gekommen ist. Und die zweite Leitung, die mussten wir halt anhand der Originalen nachbiegen. Das ist halt immer ja, eine nicht so ganz so schöne Arbeit. Hat jetzt ganz gut funktioniert, muss man sagen. Aber wie gesagt, uns hat es gewundert. Ich habe da verschiedene Aussagen gelesen. Wie gesagt, vielleicht hat von euch da jemand schon Erfahrung gemacht. Würde mich mal interessieren, was ihr so schreibt. Weil ich kenne es eigentlich nur so, dass die gebogen kamen. Also immer, wenn wir sie gekauft haben, eigentlich zuletzt kamen sie gebogen. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum wir hier so ein bisschen untergebaut haben, dass wir ein bisschen mehr Platz haben. Die Kardanwelle ist noch draußen, weil leider die Führung der Handbremsseile, also die Handbremsseile werden ja hier in den Innenraum geführt. Und leider ist die Führung auch komplett kaputt, gerostet gewesen. Die machen wir auch neu. Und damit man da vernünftig drankommt, haben wir die Kardanwelle ausgebaut. Was wir ansonsten noch gemacht haben an der Kardanwelle, die liegt nämlich hier, ist, wir haben ein neues Mittellager verbaut. Und wir haben, ich weiß jetzt nicht, ob man das sehen kann vernünftig, hier eine neue Hardy-Scheibe verbaut und Strongflex Getriebelager, PU-Lager. Genau, was wir jetzt noch als Problem haben, hier sieht man übrigens nochmal die ganze Bremsleitung, die wir hier erneuert haben. Ja, das ist, ja, es geht, also es ist machbar, aber es ist halt nicht so schön, dass die nicht gebogen kam. Was im Übrigen auch eine Sache ist, da können wir gleich nochmal vorne drunter gucken. Wir müssen leider noch den Krümmer ausbauen, weil der Krümmer an einer Stelle oder die Verbindung zur Auspuffanlage wurde instand gesetzt, allerdings absolut nicht fachgerecht. Ich zeige euch das gleich mal vorne. Ja, ansonsten haben wir eigentlich im Prinzip alles frisch gemacht. Also wie gesagt, Fahrwerk ist drin, die Federn sind drin, wir haben hinten Parget-Bremsbeläge, neue Bremsscheiben, haben komplett die Bremssättel silber lackiert, wollten da eigentlich vom Farbton her also wir haben das halt selber gemacht, hat tatsächlich Mobo selber lackiert. Dafür ist es eigentlich ganz okay geworden. Sollte eigentlich die Farbe sein, ähnlich wie der AP-Sattel. Das hat jetzt nicht so ganz geklappt. Aber gut, darum soll es hier bei dem Projekt nicht gehen, um ehrlich zu sein. Ja, ansonsten haben wir auf Stehbolzen gewechselt. Das hat man, denke ich, noch schon gesehen. Und ich denke, das war es eigentlich. Gehen wir noch mal kurz nach vorne, gucken uns mal die schöne Geschichte am Krümmer an. Das ist übrigens hier auch ganz interessant. Das ist etwas, was ihr meines Wissens nach nur bei uns bekommt. Ich kenne zumindest keinen Anbieter in Deutschland. Und zwar sind wir die einzigen, die solche Anti-Rattle-Lösungen haben. AP, die Pro 5000R Sattel sind ja Sättel für Rennfahren, also für Rennserien oder Rennen oder Rennfahrzeuge. Und da spielt es keine Rolle, dass der Belag etwas Spiel im Sattel hat. Das ist ja auch im Prinzip gewünscht, weil bei Hitze dehnt sich alles aus oder generell durch Temperaturänderungen verhält sich das eben anders oder dehnt sich aus oder zieht sich zusammen. Und deswegen haben die Sättel sehr viel Spiel, die Belege sehr viel Spiel in so einem Sattel. Und wenn man mal in so einem Auto gefahren ist, wo diese Vorspannungslösung nicht verbaut ist, rappelt halt das ganze Auto total krass. Und ja, das war halt der Grund, warum wir uns auf die Suche nach einer Anti-Rattle-Lösung gemacht haben. Könnt ihr auch bei uns im Shop kaufen für eure Bremsanlagen, auch wenn ihr die Bremsanlagen nicht bei uns gekauft habt. Aus unserer Sicht eigentlich für ein Auto, was jetzt nicht nur 100% Rennstrecke fährt, ein Must-Have, weil, wie gesagt, es kommt immer auf den Bremsbelag an. Manche Bremsbeläge haben mehr Spiel im Sattel, manche weniger. Aber wir hatten halt schon Belege, da macht das echt arge Geräusche. Ja, sonst haben wir hier unsere 355er Bremsscheibe. Hier sind jetzt erstmal die drauf, die wir hier in der Werkstatt liegen hatten. Mit unseren Bobbins, sodass die Scheibe sich auch etwas bewegen kann. Auch hier die angefahrenen Reibringe, die eigentlich noch sehr gut sind. Und fahren jetzt hier Endless N35S Belege und hinten Parget RS42H. Das ist hinten eine sehr zahme Mischung, einfach damit das Auto hinten nicht überbremst. So, jetzt gucken wir noch mal kurz, ob man das hier sehen kann. Ich weiß nicht, ob du mit der Kamera hier mit runterkommst.
Und zwar, warte, ich gehe noch mal ein bisschen rüber. Und zwar ist das ein typisches Problem, auch beim N54 und scheinbar auch beim N52, es wird bei allen so sein. Ihr habt halt hier die Stehbolzen, also das heißt, das ist keine Schraube, sondern Stehbolzen. Normalerweise bohren wir die aus und machen Schrauben durch. Ist auch bei allen N54-Pipes, wenn wir die bearbeiten, wir bohren die immer aus, liefern Schrauben mit. Das ist aus unserer Sicht die schönere Lösung. Ja, und hier hat man eben auch das Problem gehabt, dass die scheinbar fest war und hat dann hier ein Loch reingebohrt und eine 6er Schraube durchgezogen. Also wir waren schon ein bisschen überrascht, das zu sehen, weil ja, ich glaube, so eine kleine Mutter hatten wir an der Stelle auch noch nicht. Ja, also das war ganz lustig. Ach so, Stabis sind noch reingekommen, wo ich das... Gibt es von Movo noch mal mehr Informationen in seinem Video. Ja, die kommen noch rein dann in die neue Stoßstange. Die haben wir erstmal noch eingepackt liegen gelassen. Das werden wir alles machen, wenn es wirklich soweit ist. Dann haben wir hier noch so ein paar Dichtungen liegen vom Motor. Das hier ist das verstärkte Motorlager. Ist tatsächlich ein gebrauchtes Motorlager sozusagen, was eben von uns verstärkt wird. Normalerweise ist hier eben Luft drin. Und dadurch kann der Motor viel wackeln. Und wir tauschen das Ganze oder nur auf einer Seite aus. Weil grundsätzlich, wer mal starre Motorlager gefahren ist, ist Geschmackssache. Aber da Movo mit dem Auto auf Achse auf die Rennstrecke fahren will, wird man da mit starren Motorlagern nicht glücklich. Und das hier ist halt so eine Zwischenlösung. Davon baut ihr euch eins ein. Der Motor ist ein bisschen härter gelagert, hat weniger Wankbewegung. Gerade mit Shifter ist das eine sinnvolle Sache, auch mit den Getriebelagern. Aber es ist halt nicht mega laut. Ja, ansonsten haben wir hier noch das Thermostat liegen. Das wird zwischen den Ölkühler und eben den Motor geklemmt. Wir benutzen hier von der Firma Moka die Thermostate. Hier kann man verschiedene Einsätze reinpacken, je nachdem, was die Wunschtemperatur ist. Also es ist quasi, ja, da ist ein Thermoelement drin, oder ich komme gerade nicht auf den Fachbegriff, das halt ab einer gewissen Temperatur einfach den Durchfluss öffnet. Beziehungsweise die Feder dehnt sich, glaube ich, ab einer gewissen Temperatur dann aus und öffnet. Ja, dann haben wir hier noch so ein paar Fittinge, Umlenkrollen werden neu gemacht, hier steht noch die Lightblocks. Aber wie man sieht, ist das nicht mehr so viel. Dichtungen kommen natürlich noch neu von der Abgasanlage, also das, was wir uns eben angeguckt haben, was nicht fachgerecht instand gesetzt wurde. Und dann haben wir hier noch unsere kleinen Bauteile, die kennt ihr sicherlich, wenn ihr uns schon länger verfolgt. Und zwar einmal den Klatschstop. Der kommt, film nicht so nah, ich habe so dreckige Finger. Eigentlich könnten wir noch mal den originalen Draht rausziehen und das mal vergleichen, das ist ganz interessant. Das hier, das bauen wir jetzt nicht mehr ein, es ist nämlich schon relativ spät. Das sind Hülsen um das Kupplungspedal. Das Kupplungspedal ist, hat ja einen Drehpunkt, und der Drehpunkt ist eben eine Achse, wo in dem Pedal solche Plastikhülsen drin sitzen. Und diese Plastikhülsen, die sind hier in der Mitte aufgeschnitten. Ich weiß nicht, warum das so gemacht wird. Ja, ihr könnt halt bei uns diese Hülsen kaufen, die dann eben das Kupplungspedal spielfrei machen. Dadurch kann man dann auch noch mal so eine Übertotpunktfeder ausbauen, weil es ist so, der ein oder andere wird das von euch kennen, wenn ich das Kupplungspedal trete, dann habe ich verschiedene Widerstände. Und das ist so eine Feder im Pedal, die das eben simuliert sozusagen. Wenn ich die aber ausbaue ohne die Hülse, oder ohne diese Hülsen, dann wackelt das Kupplungspedal total. Das ist sozusagen etwas, was wir ultimatives Kupplungspedal nennen. Wir bauen diese Hülsen um auf unsere Variante. Wir bauen den Klatschstop ein. Und dann gibt es noch etwas, was mir auch gerade einfällt, was wir uns auch bei Movo noch anschauen müssen. Das sogenannte Clutch-Delay-Valve. Und zwar ist im Kreislauf für die Bremsflüssigkeit, also die Bremsflüssigkeit betätigt ja auch den Nehmerzylinder von eurer Kupplung, wenn ihr tretet. Und in dieser Leitung vom Pedal, also von dem Zylinder, der eure Kraft aufnimmt, wenn ihr auf die Kupplung tretet, in dem Weg ist eine Verengung drin. Diese Verengung soll dafür sorgen, wenn jemand vielleicht nicht ganz so gut mit der Kupplung umgehen kann, dass die Kupplung nicht springen gelassen wird oder dass die halt immer ganz smooth ausrückt.
Ne, das ist sozusagen die Idee von BMW dahinter. Und im Regelfall will man das nicht, wenn man auf der Rennstrecke fährt, weil wenn ich jetzt schnelle Gangwechsel habe oder, dann möchte ich nicht, dass die Kupplung immer schleift. Und genau aus dem Grund ist es so, dass wir empfehlen, dieses CDV auszubauen. Wir werden mal gucken, ob das hier in dem Auto überhaupt verbaut ist. Bei den 335i ist es immer verbaut. Ich gehe ganz stark davon aus, dass es hier genau das Gleiche ist. Und wie gesagt, das ist so ein bisschen die ultimative Kupplung. Unser Klatschstopp, die Hülsen und der Ausbau von dem Clutch-Delay-Valve. Ihr könnt einfach dieses Ventil ausbauen und das dann wieder so zusammenstecken. So, die Feder wieder rein. Fetch. So. Hier ist nämlich eine Verengung drin, falls ihr das seht. Kann man das sehen? Also der Durchmesser wird quasi hier in dem Teil verringert. Und wie gesagt, da gibt es jetzt manche Anbieter, die euch dann dieses Teil in groß verkaufen. Man kann hier das, glaube ich, sogar auch rausziehen. Das können wir gleich mal probieren. Aber das ist alles Schwachsinn, weil ihr könnt einfach dieses Teil komplett ausbauen und die Kupplungsleitung da an der Stelle wieder zusammenstecken. Also ja, braucht man kein Geld ausgeben. Ich kann aber gerade mal gucken. Man kann das nämlich auch hier rausbauen, soweit ich weiß. Ja, das wäre jetzt auch noch eine Variante. Wenn ihr es nicht direkt wieder zusammenstecken wollt, also direkt zusammenstecken wollt, sondern das Ventil drin lassen wollt, dann könnt ihr eben auch einfach diese Verengung ausbauen. Und derjenige, der von euch die Kupplung vernünftig bedienen kann, der braucht dieses Ventil nicht. So, jetzt haben wir gerade, mein Kameramann hat mich gezwungen, das hier noch auszubauen. Also, wir haben jetzt hier das Kupplungspedal, das haben wir rausgenommen. Das ist an zwei Stellen befestigt. Einmal hier oben eben an dem Drehpunkt. Dort sitzen diese Kunststoffhülsen drin, die eben, wie ich das eben beschrieben habe, hier einfach ja, einen Schlitz haben. Und die sitzen so hier im Pedal auf eben ja, dem Drehpunkt sozusagen. Und es gibt hier eine sogenannte Übertotpunktfeder, die ist normalerweise hier fest. Die war in dem Auto jetzt gar nicht verbaut. Irgendwie ist in manchen Autos diese Übertotpunktfeder verbaut, in manchen nicht. Die nehmen wir zum Beispiel komplett raus, weil die eben nur ja, ein verschiedenartiges Kupplungsgefühl verursacht. Weil die eben hier festhängt und wenn ich drücke, dann zieht die sich erst locker und danach geht sie eben fester. Also die könnt ihr, das kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil es hier nicht verbaut war, die könnt ihr eigentlich komplett ausbauen. Was ihr nicht ausbauen könnt, ist diese Feder hier, die hängt hier oben drin, weil das ist die Rückholfeder. Das wird manchmal öfter verwechselt. Also das heißt, die ist eben dazu da, dass das Kupplungspedal, wenn ihr es drückt, wieder nach oben kommt. Das geht natürlich auch durch den Zylinder an sich, aber die braucht ihr auf jeden Fall. So, und wir haben das zwar auch bei uns im Shop beschrieben, aber nur noch mal als Info, das Kupplungspedal sitzt so im Auto. Wenn ihr das Ganze eben montieren wollt, müsst ihr als erstes hier diesen Clip hier oben rausschieben. Also der sitzt quasi in einer Nut in der Drehachse, wo diese Lager drin sind. Den schiebt ihr einfach raus mit dem Schlitzschraubenzieher. Dann ist hier dieser Stift, der sitzt von dieser Seite so dort drinne. Also ich will ihn jetzt nicht wieder reinschieben, dann muss ich ihn wieder ausdrücken. Ihr müsst hier, es ist leider sehr eng im Fußraum, die zwei Sachen, die zwei Teile, Entschuldigung, ich zeige das nochmal gerade, die zwei quasi etwas zusammendrücken und dann den Stift eben zur Beifahrerseite rausdrücken. So, und wenn ihr das gemacht habt und den Clip gelöst habt, dann könnt ihr das ganze Pedal rausziehen, beziehungsweise, Entschuldigung, vorher noch eben die Rückholfeder lösen. So, und dann gibt es im Fußraum, an der Stelle, wo das hier auf den Boden gedrückt wird, gibt es hier so einen kleinen Kupplungsanschlag. Also so sieht der Original aus. Der ist quasi dafür da, dass das Kupplungspedal dort eben aufkommt.
Und den entfernt ihr und fügt da unseren ein. Den könnt ihr auch einstellen. Also je nachdem, welche Kupplung ihr fahrt, nimmt er hier einfach ein paar Scheiben raus. Im Regelfall ist er aber so, wie er kommt, für die E-Serien-Fahrzeuge gut. Und ja, den steckt er einfach dort rein und habt dann eben hierdurch einen wesentlich höheren Anschlag. Also ich denke, das hat man gesehen. Der Unterschied ist etwas groß. Und dadurch verringert ihr eben euren Leerweg des Pedales. Ja, dann nimmt er halt noch die Hülsen hier raus, setzt da die Messinghülsen ein und baut dann das Pedal eben in umgekehrter Reihenfolge wieder ein. Was manchmal ein bisschen gefummelt ist, ist den Clip wieder drauf zu kriegen. Da ist von Serie schon so ein bisschen Fett dran. Das kann vielleicht sinnvoll sein, um es euch da zu vereinfachen, den wieder drauf zu kriegen. Das ist leider auch ziemliches Gefummel. Also von dem her dann quasi Messinghülsen dran, Pedal wieder einhängen, Clip dran, Nehmerzylinder hier reinschieben oder Geberzylinder, weiß gerade nicht. Hier die Sicherung von Seiten des Beifahrers wieder einführen, bis die einklippst und dann die Rückholfeder wieder einhängen. Und dann habt ihr euer Kupplungspedal optimiert. Genau. Also was man eben sieht, ist, dass das Pedal jetzt keine Bewegung mehr hat. Also natürlich, wenn ich jetzt ganz fest drücke, dann bewegt sich das Pedal, weil es Kunststoff ist. Aber wir hätten es eigentlich mal zeigen sollen mit den Kunststoffhülsen, weil da wackelt halt das ganze Pedal extrem. Jetzt weiß ich nicht, ob du die Kamera mal da reinhalten kannst. Da sitzt der Originale drin, den halt einfach rausziehen und den neuen rein. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Ist schon relativ spät, Samstagabend. Wir machen jetzt Feierabend. Ich hoffe, ihr abonniert den Kanal. Wie immer, lasst ein Like da, schreibt uns in die Kommentare, was ihr vielleicht noch sehen wollt. Auf Video sehen. Macht's gut. Ciao.